Die omanische Exklave Musandam befindet sich gegenüber vom Iran an der Strasse von Hormuz und wird durch die Vereinigten Arabischen Emirate vom restlichen Oman getrennt. Die ca. 35.000 Einwohner leben vom Fischfang, der Landwirtschaft, der Lohnarbeit in grösseren Städten und im kleineren Maß vom Tourismus. Die gesamte Halbinsel wird geprägt durch die karge Bergwelt und wilde Fjordlandschaften und gehört zu den unbekanntesten und schönsten Regionen der ganzen arabischen Halbinsel. Nur eine einzige Strasse verbindet die Exklaven mit den Emiraten. In Oman geht es nur weiter per Flugzeug oder per Boot. Und daher ist es kein Wunder, dass wir uns in Musandam ganz am Ende der Welt fühlen. Wir sind im Oman, unserem 13. Land, ja. Alles klappt und schaut euch die schöne Strasse entlang von der Küste von Musandam. Genau. Wow, es gefällt uns jetzt schon besser als der Emirat. Ja. Ja, es kann fast noch besser werden. Ja, und einen nehmen wir mit auf die Entdeckungsreise. Schritt 1, wir reisen Richtung Kassab, am Hauptort von Musandam. Und schauen dann, wenn wir von dort irgendwie weiterkommen auf im Rest von Oman. Genau, das ist ja eine Enklave ganz im Horn oben. Die Straße von Hormuz. Genau, mit der Zeichnung einblenden. Ja. كيفي في ساعة الصبحية انزل على القهوة اللي في حارتي على ريحة الفول والطعمية افطر واتمزج بسجارتي. سلم على ناسي واهلي واصبح على جاري وجارتي الحلوة تشوفني وتندهلي مظبوطة ساعتها على ساعتي. Wir wollten eigentlich das Bucafort anschauen, das sieht auch schön aus, aber es ist zu, weil Freitagmittag ist. Und wir haben so Hunger und keinen Supermarkt gesehen, dass wir jetzt beschlossen haben, hier vor dem Fort zu kochen. Ein Windschatten hier hinten. Ja, es windet mega. Darum haben wir hier ein bisschen Windschatten gesucht im Eckli. Und es gibt Fast Food, und zwar Couscous mit ein bisschen Lauch und Curry. Vor dem Fort. Mit traumhafter Aussicht aufs Meer. Ja, 10 Minuten später ist es soweit. Wir sind fertig. Gibt's Essen? Juhu! Gute! نتمشى معاها ونتكلم اضحك واحكي لها وتحكيلي لحد الدنيا ما تضلم اسكت فتقول طب غنيلي. يا ليل يا ليل. Das war unser Übernachtungsplatz, der erste in Oman. Und wie wir sehen, mega schöne Landschaft hier. Oman gefällt uns jetzt gerade schon viel besser. Schon gerade nach der Grenze sind wir hier auf einer schönen Straße entlang am Meer gefahren, den Bergen entlang. Ja, wunderbar. Ganz ein anderes Gefühl als in den Emiraten. Irgendwie viel entspannter, viel weniger Verkehr. Und halt einfach wirklich noch so unberührte Natur, ohne Abfall. Das Genau. Wasser ist so glasklar, dass wir sogar vorher einen Rochen gesehen haben, direkt da vorne. Genau, direkt am Strand zu. Ja. غني فشف لمعت عينها بلاقيها تصلي وتدعيلي اتوشوش كده بيني وبينها عن سهر الحب وليالي وطمن كل اللي شاغلها ما انا صايع اصلي في حواريه تضحك وتقول عارفك شاعر تلعب بالكلمة وتفاصيلها تسلك في متاهة يا واد شاطر تحبكها وترجع تلايمها انا اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني سبتك يا حبيبتي وسبتيني وانا عاشق لسه بحن لها
محتاج تحضني تخبيني. ارجع تاني على الحارة لريحة الفول والطعمية، أنا زي السمكة في سنارة. ارجع تاني على الحارة لريحة الفول والطعمية. Ja, wir sind eigentlich auf der Suche nach Felszeichnungen, was das haben sollte. Aber es ist nichts angeschrieben und es hat wahnsinnig viele Felsen. Ja, wir haben vorher mal gefragt, es ja bei diesen Steinen hier, aber wo Ja. genau wissen wir noch nicht. Wir suchen mal. Suchen euch mal einen Stein aus. Suchen wir mal das Kamel. Die Petroglyphen von Tawi sind über 5000 Jahre alt und sind von einer heutzutage unbekannten Zivilisation in Felsen gehauen worden. Ich habe etwas gefunden. Ist das das Kamel? Ja, wir sind noch ein bisschen rumgeklettert zu diesem Stein. Und dann? Ja, dann haben wir Kamel sogar noch gefunden. Yeah! Da unten. Eindeutig Kamel. Eindeutig Dromedar. Kein Kamel, aber egal. Die Fahrt dahinter hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv, ja. Ja, mega spektakulär da hinten. ارجع تاني على الحارة لريحة الفول والطعمية، أنا زي السمكة في سنارة طلعت روحها برا المية. Nach dieser wunderschönen Fahrt auf der spektakulären Küstenstrasse erreichen wir am Nachmittag Kassab, den Hauptort von Musandam. Und dort erfahren wir, dass wir leider ganze 5 Tage auf die nächste Fähre warten müssen, länger als geplant. Aber das gibt uns dafür Zeit mit der Fahrt auf einer Dau in die eindrückliche Fjordlandschaft. Das touristische Highlight von Musandam. About as far as we are gonna go. Look at us, we are dogpiling. Will it fade? I won't pretend to know. When all our fear is strung out on the snow, and all the love we feel, the drain of blood. And if we all fall out, if the bottom drops out, I hope that we share ground on this here island. And if we all fall out, I hope that we share ground on this here island. Es ist Nachmittag und das Schiff geht langsam zurück in den Hafen Richtung Kassab. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt, viele Delfine gesehen, sind schnorcheln. Ja, wir sind hier den Fjord hintergefahren. Es war wunderbar. An 5 verschiedenen Fischerdörfern vorbei, die nur übers Wasser erreichbar sind. Ja, aber für uns ist es noch nicht fertig. Unser Hotel kommt jetzt da gerade uns entgegen. Wir steigen auf eine andere Dau um und übernachten dort drauf. Ja, während unsere Velos sicher im Hafen sind, übernachten wir auf dem Boot. Etwas, was wir beide noch nie gemacht haben. Genau. Wir freuen uns sehr. Ja, jetzt sind wir auf unserem neuen Hotel. Auf unserem eigenen Boot. Ja, so speziell. Mit Kajak. Ja. Wow. Wir sind ganz allein auf dieser Telegraph Island. Da haben die Engländer für eine Telegrafenstation eingerichtet.
Ja, für ein paar wenige Jahre. Ja, es ist eine Leitung zwischen Indien und Irak herstellen oder haben. Ja. Und die Leute, die hier gearbeitet haben, haben sicher den Inselkoller bekommen. Es ist schon sehr einsam hier. Dort hinten hat es ein Fischerdorf. Und das ist ganz Besonderes. Die Fischer, die dort sind, fischen eigentlich auf 2 Seiten und haben Bötchen auf 2 Seiten von der Bucht. Ja, also einerseits im Arabischen Golf und das andere ist der, ich weiss gar nicht, wie der andere geheißen hat, der Omanische Golf, genau. Ja. Ja. Ja, und die Fischerdörfer sind nur bevölkert in der Wintersaison, also jetzt haben wir November. Und im Sommer haben alle eine Zweitwohnung in Kassab, wo sie dann hingehen. Weil es hier einfach unerträglich heiß wird, das ist um die 50 Grad da draussen. Ja, und all die Kinder die müssen auf Kassab in die Schule mit dem Bötli. Recht speziell. Und gehen dann einfach am Wochenende wieder heim zu der Familie. When all I fear is strung out on the snow, and all the love we feel, the drain of blood. And if we all fall out, if the bottom drops out, I hope that we share ground on this here island. And if we all fall out, I hope that we share ground on this here island. And if we all fall out, if the bottom drops out, I hope that we share ground on this here island. And if we all fall out, I hope that we share ground on this here island. So wie es aussieht, sind wir an unserem Übernachtungsplatz angekommen. Da werden wir wohl schlafen. Es ist still da. Es ist unglaublich. Das absolute Gegenteil von Dubai. Ja. Und so nah. Es war so interessant, heute zu sehen, wie die Leute noch traditionell leben, in diesen, vom Fischfang eigentlich, in diesen abgelegenen Dörfern. Ja. Und das ist wirklich so nah von den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Leben so anders ist. Mhm. Ja, unglaublich. Ja, Schön. die Unterschiede zu erleben auch. Und natürlich bevorzugen wir das. Ja, wir sind wieder zurück auf unserer Insel. Telegraph Island. Und schaut mal, wie klar das Wasser da unten ist, richtig türkisfarbig. Ein bisschen wehmütig, wir sind gleich im Hafen. Es ist gleich vorbei. Ja, so schön war die Tour. Ja, Wow. unglaublich. Ja, und jetzt hier im Hafen sehen wir überall Boote aus dem Iran. Das sind Schmuggler, die, ja, also alle wissen, dass die hin und her fahren. Ja, da ist es legal, im Iran ist es illegal. Genau. Ziegen und Fisch transportiert vom Iran und von da natürlich so Sachen wie Elektronik, Sachen, die es halt denen nicht so gibt. Wir sind hier gerade im Kassab Fortress, im Kassab Castle und können jetzt das anschauen. Das ist eines der Highlights hier in Kassab. Das Fort ist im 17. Jahrhundert von den Portugiesen gebaut worden. Das mag erstaunen, wir haben auch nicht gewusst, dass die Portugiesen an dieser Küste waren. Sie sind aber nur an der Handelswegsicherung interessiert und nicht am Land selber und somit eigentlich nur an der Küste haben sie noch Überbleibsel von den Portugiesen, wie unter anderem eben auch das Fort.
طلعتي بهالحكي ليشك هيك ملبكي بصراحة قولي شو بكي أنا بدي أعيش بسلام نين طلعتي بهالحكي. Das ist ein traditioneller Raum, wie man früher gelebt hat. Wunderschön mit diesen Holzbalken und der Palmenmastmatte drüber. Ja, und in diesen Truhen hier hat man früher Kleider aufbewahrt. Da ist eine traditionelle Echse, hier eine neue Klimaanlage. Und das sind so die Wiegen für die Babys. Haben wir gestern schon gesehen. Und das da wissen wir nicht. Das könnte eventuell eine Art Kaffeemühle gewesen sein. Was meinst du? Das ist möglich. Es gibt ja eine Tradition da, arabischen Kaffee. Schmeckt sehr fein übrigens. Genau. Wir sind hier in unserem Lieblingsrestaurant in Kassab. Und wir sind hier schon zum 3. Mal. Es ist so günstig und fein. Es ist mega gut. Es hat arabische Gerichte, indische Gerichte, chinesische Gerichte und ganz viel vegetarisch. Und heute gibt es Biryani-Reis. Ja, mit Garlic und Ginger Prawns. Und ein indisches vegetarisches Gericht. Und dann kommt noch ein Tabbouleh, ein arabischer Salat. Da Wildzelten im ganzen Oman legal ist, haben wir noch für ein paar Nächte am wunderschönen Hausstrand von Kassab unser Zelt aufgeschlagen. Um uns die Wartezeit bis zur Fährfahrt zu verkürzen, haben wir uns entschlossen, eine Bergsafari zu machen. Denn der grösste Teil von Musandam besteht aus einer schroffen Gebirgslandschaft. Und es ist bis auf über 2000 Meter über Meer gegangen, auf den Jebel Harim rauf, der höchste Gipfel. Obwohl wir uns so hoch über Meer befunden haben, ist das ursprünglich mal der Meeresgrund gewesen. Und deswegen lassen sich da oben auch noch mehrere Millionen Jahre alte Fossilien sehen. Und als krönender Abschluss von diesem abwechslungsreichen Tag hat uns die Aussicht erwartet auf die Lagune Khawar Nadschid, wohl das bekannteste Motiv von Musandam. Und nach 5 eindrücklichen Tagen in Musandam ist es mit einer Highspeed-Katamaran-Fähre in 6 Stunden nach China gegangen, wo unser Oman-Roadtrip erst so richtig losgegangen ist. Und wie ihr im nächsten Video werdet sehen, ist es so spektakulär weitergegangen. يبدو إني إسا مغروب لكن مش باقي وما في لزوم ومن هالأزمة بدي امشي وانظر لقدام يبدو إني إسا مغروب لكن مش باقي وما في لزوم شو من هالأزمة بدي وامشي وانظر أفكارك صارت عم تأذي